Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch, inzwischen schon mit einem vertrauten Partner. Ich habe Dr. Wiechert noch einmal bei mir, der als Praktiker mit beiden Beinen im Leben des medizinischen Alltags steht. Und wir wollen heute noch einmal zu dem Dauerthema Corona kommen. Diesmal aber nicht zu dem, was an fragwürdigen oder an Fragen übrig geblieben ist, mit dem, was die offiziellen Stellen alles gemacht und nicht gemacht haben, sondern einfach schauen, was ist denn jetzt zurzeit aktuell, wo stehen wir und wie werden sich die Dinge entwickeln, wie weit kann man da schon etwas zu sagen. Da gibt es verschiedene Bereiche und der eine Bereich ist das Thema Varianten. Herr Kollege Wicher, wie sieht es aus? Werden wir jemals eine variantenlose Zeit bekommen oder sind wir auf ewig mit Varianten unterwegs? Es ist schon davon auszugehen, dass die Coronaviren sich auch in Zukunft in neuen Varianten darstellen werden. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Das ist auch von den Grippeviren so bekannt. In Bezug auf die Häufigkeit oder die Stärke der Veränderung ist es ja durchaus in Studien auch beschrieben, dass es einen sogenannten Selektionsdruck gibt, der auch durch Impfung gefördert werden kann, insbesondere wenn man in Bereichen von nur 50 bis 60, maximal 70% der Impfung liegt und erst darüber hinaus lässt sich dieser Selektionsdruck und diese Mutationsrate offensichtlich dann wieder begrenzen. Und das ist ja hier in Deutschland oder in europäischen jetzt annähernd erreicht. Also insofern wäre davon auszugehen, dass der Druck auf neue, schwerwiegende Mutationen wohl abnehmen dürfte. Gibt es denn eine bestimmte Vorstellung, wann so ein, oder ob gibt es bestimmte regionale Vorstellungen oder kann das irgendwo in China genauso wie in Amerika wie in Deutschland passieren? Naja, es ist so, wenn jetzt die Impfung auf andere Länder übertragen wird oder auf andere Länder übertragen wird, dann ist natürlich dort auch ein Zeitfenster zu erwarten, bis denn eine entsprechend umfangreiche Impfrate überhaupt platziert ist. Und da wiederholt sich dann letztendlich natürlich die Problematik, dass sich neue Mutationen ergeben können. Und wenn der Tourismus weiterhin frei fließt oder fließen darf oder soll, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich solche Mutationen dann auch auf dieser Erde wieder verteilen, gegeben. Und da ja die Durchbruchsraten, man impft ja jetzt bei Janssen, also von Johnson & Johnson, weil dort die höchste Durchbruchsrate von der Delta-Viren ja ist, auch noch einmal nach, mit der gleichen Konstellation der Wuhan-Variante, die ja nicht der Delta-Variante im Detail entspricht. Und so erkennt man, dass eben auch je nachdem, wie der Impfstoff beschaffen ist und wie er jetzt auf das Spike-Protein reagiert, Veränderungen im Spike-Protein durchaus auch zu solchen Durchbruchsinfektionen führen können. Und wenn man sich das in Israel anschaut, wo wir ja auch offizielle Daten haben und auch in Amerika gab es ja an der Delta-Variante im Juli diesen Jahres sogar eine Studie mit PCR-Tests, wo man gesehen hat, dass die Anzahl der Viren auf der Nasenschleimhaut mit den Threshold Cycles bei der PCR bei den Geimpften genauso hoch war wie bei den Nicht-Geimpften, die infiziert waren, ist das natürlich eine Sache, die man nicht so einfach mit Ja und Nein beantworten kann, sondern da sind noch viele Dinge in der Natur der Sache, die offen sind und wir wissen nicht genau, wie sich das entwickelt. Wichtig ist, dass wir eine gute T-Zellimmunität haben. Wir müssen dabei verstehen, dass die T-Zellen die virusbefallenen Zellen der Schleimhaut als solche erkennen und die Schleimhautzellen abtöten, noch bevor die darin zur Vermehrung heranreifenden Viren so reif sind, dass sie wieder freigegeben werden. Wenn das passiert, wenn wir das schaffen, und das ist offensichtlich mit der Impfung nicht geschafft worden, sonst hätte man ja diesen Test so nicht gehabt, dann hätten wir tatsächlich deutlich weniger Viren und der Infizierte würde nicht krank werden können, weil die Viren ja die Schleimhaut nicht wirklich durchdringen können, zum einen und zum anderen auch keinen anderen infizieren können, weil er keine Viren wieder freisetzt, die sich da öffnen. Das wird zu 100% sicherlich nie funktionieren, aber die Frage ist eben, würde man nicht auch 98 oder 96% hinkriegen und damit das auf eine ganz normale Virenverteilungsrate reduzieren können? Also das würde doch eigentlich bedeuten, dass diese Überlegungen noch einmal
nachdrücklich fordern, dass wir uns um unser eigenes Immunsystem kümmern, dass das Immunsystem insgesamt aufgebessert wird, dass vor allem im Schleimhautbereich eben auch die Abwehrkräfte sitzen und uns nicht nur auf die Impfung verlassen. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Und der zweite Teil der Wahrheit ist natürlich, wie kann ich Immunität erzeugen? Und dazu müsste man eben im Grunde genommen an der Stelle, wo die Infektion normalerweise erfolgt, eben auch die Impfung platzieren. Dazu gibt es ja auch Studien, das sind ja die sogenannten Nasenspray- oder Nasenspray-Impfungen, die im Tierversuch ja auch Infektionen haben verhindern können. Das ist ja alles schon belegt. Und für die Grippeschutzimpfung gibt es das ja auch für Kinder, also bis 18 Jahre. Im letzten Jahr auch hier in Deutschland. Und darüber könnte man also ganz gezielt an der Stelle, wo der Infekt eigentlich seinen Eintritt hat, auch die Immunität erzeugen, damit eben die T-Zell- und auch sekretorische Immunglobulin-A-Antwort. Gut, aber zusätzlich haben wir noch unser gutes Vitamin D, von dem man ja offiziell so gut wie nichts hört. Und Vitamin A soll ja auf den Schleimhäuten auch sehr gut tätig sein. Also auf jeden Fall sind die Häute und Schleimhäute abhängig von Vitaminen. Vitamin A und Bravo 3, aber auch B5, Pantothen für alles verantwortlich. Und A selbstverständlich auch, ist natürlich für diese Häute und Schleimhäute und auch Konjunktiven mitverantwortlich. Und das Vitamin D speziell ist, wenn es nicht da ist, ganz, ganz schlimm, weil ohne Vitamin D keine T-Zellantwort. Dafür gibt es diesen Rezeptor. Und wir sprechen ja heute am 15. Oktober miteinander. Das ist sozusagen die Kehrtwende unserer Erdkippung. Ab heute bis Mitte April ist mit der lieben Sonne in Deutschland kein Vitamin D mehr zu holen. Und ab jetzt sollte man wissen, wo man steht und dass man regelmäßig ergänzt. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass wenn man die Tagesdosis drittelt, also 3 mal 1/3 gibt, dass man bei Leuten, die einen nitrosativen Stress haben, was also eine Nitroverbindung mit Aminosäuren zum Beispiel oder mit Enzymen sein kann, das auch wieder lockern kann. Und das Ganze hält für 4 bis 5 Stunden an. Und wenn es mir gelingt, dieses freie Vitamin D durch die Aufteilung auf 3 Portionen am Tag zu mir zu nehmen, fettlösliche Vitamine in Fetten, die ich zu mir nehme. Wenn man an essentielle Fettsäuren denkt, die man vielleicht auch auf 3 Portionen am Tag verteilt, das Vitamin A da rein träufelt, das Tocotrienol da rein macht, das Vitamin K da rein gibt, dann hat man über den Tag verteilt immer kleine Portionen, angemessen für den Verbrauch, und der Körper kann sofort, wie bei so einer Luftbetankung, so ein Flugzeug, von der Hand in den Mund davon leben. Das wäre also noch einmal eine weitere Differenzierung der jetzt schon ja einige Jahre von uns ausgesprochenen Forderung, dass man eben nicht im Intervall Vitamin D stoßweise einmal im Monat zu sich nimmt, sondern mindestens täglich. Aber die Argumentation jetzt, diese Art und Weise, wie Sie vorgetragen haben, würde dann noch einmal eine Optimierung bedeuten. Ganz genau. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Schutz direkt am Eintrittsort nicht gegeben ist, dann kann natürlich das oder die Viren können sich dann ausbreiten im Körper und erreichen offensichtlich ja jede beliebige Höhle, jedes beliebige Organ, offensichtlich ja auch das Gehirn. Man sagt einmal über die Riechnerven und zum anderen über den Nervus vagus vom Darm wieder hoch. Und dann haben wir natürlich ideale Voraussetzungen bei einem dermaßen kompletten Befall, dass wir dann auch Nachwirkungen bekommen im Sinne von Long-Covid. Richtig, also die Frage beantworte ich gleich, soweit ich komme. Ich möchte nur noch eins einflechten. Wenn nämlich dieser Riechnerv beschädigt wird oder wenn die Viren auf der Schleimhaut sind, dann müssen sie ja dort andocken, um reinzukommen. Und es gibt ja gute allgemein verfügbare Mittel, um das zu reduzieren. Wir haben ja einmal die FFP2-Maske mit 94% Filterschutz. Wir haben die Carrageenose-Nasensprays, die auch in Studien beweisen, dass sie 80% der Eindringfähigkeit der Viren bei regelmäßiger Anwendung eben verhindern können. Und es gibt ja jetzt ganz neu, letztes Wochenende veröffentlicht von der Firma Ursafarm mit dem Acelastin. Das ist ein antiallergisches Nasenspray, das auch von anderen Firmen hergestellt wird, nicht nur von denen. Und für unter 10 € die Sprayflasche auch zu kriegen ist. Und wo also nachweislich auch mit PCR-Test die Viruslast schneller reduziert und auch wieder negativ ist, als wenn man dieses Spray nicht nehmen müsste oder nicht nimmt, und das nimmt man halt morgens und abends. Das heißt, man hat also zusätzlich noch 2 schon im Markt vorhandene Möglichkeiten,
wo man sich neben Abstand und Maske deutlich dieser Gefahr reduzieren kann und damit eben auch das Eindringen in Richtung Riechnerv zum Beispiel oder Hirn. Wenn es jetzt im Hirn ist, dazu gibt es ja die Fragestellung des Post-Virus-Syndroms. Das ist ja nicht nur von Covid bekannt, sondern sowas kennt man ja auch nach Epstein-Barr-Virus oder bei chronischen Herpes-Simplex-Virus Typ 6 Erkrankungen oder auch bei Grippe. Und auch andere Organsysteme können ja davon betroffen sein und chronische Entzündlichkeiten haben, aber bezogen jetzt auf das Gehirn zum Beispiel, gibt es dann auch die Bildung sogenannter Autoantikörper gegen G-Proteine und die Firma Berlin Cures forscht daran und nimmt aber auch nur Patienten auf, die ungeimpft erkrankt sind und ein Long-Covid entwickeln und sehen, dass dann tatsächlich diese Autoantikörper dort ansteigen. Und wie bei jeder Autoimmunerkrankung ist es ja das Ziel, den Titer der Autoimmunantikörper zu reduzieren und darüber letztendlich auch die Entzündungsaktivität zu senken. Die klassischen Wege sind entweder ganz gezielte Antikörper, die wegfangen und blockieren. Das gibt es da auch. Geforscht wird dieses BC007. Und auch gegenüber dem Coronavirus gibt es ja jetzt von Roche und von AstraZeneca zwei Antikörper, die intramuskulär gespritzt werden, nicht für Long-Covid, sondern wenige Tage nach Infektionsbeginn. Und die beschreiben eine Wirkung von mehr als 12 Monaten, während zum Beispiel natürliche Antikörper in einer Passivimpfung nur ein Drittel der Zeit sozusagen im Körper verbleiben würden. So, und dann sieht man eben dosisabhängig bei diesem BC007, wenn man das wirklich infundiert, diesmal muss es in die Vene, dass es also eine Dosis-Wirkkurve gibt, so wie Berlin Cures veröffentlicht, um bei den wenigen Fällen Long-Covid, die es da schon behandelterweise gibt, führend, glaube ich, in Erlangen, dass die Symptome deutlich besser werden. Und da ich ja nun auch noch der erste Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft der Oxygenierungstherapie e.V. bin, kann ich sagen, dass wenn ich das Sauerstoffbläschen, medizinische Sauerstoffbläschen in der Vene habe, dann habe ich immunologisch nach den Zytokinen die gleiche Immunantwort, als wenn ich einen Parasiten hätte. Und bei allen Autoimmunerkrankungen weiß man, dass ein Parasitenbefall zu einem blanderen Krankheitsverlauf führt. Und das ist ja für Rheuma und auch für Colitis ulcerosa durch Helmintengabe in Studien auch schon gut belegt. Bloß die sind halt 24 Stunden am Tag da und fressen auch 24 Stunden am Tag Mikronährstoffe und infizieren vielleicht andere. Das Sauerstoffbläschen kann ich sehr dosiert auch der oxidativen Stressresilienz des Patienten angepasst geben und kann damit sowohl ablenken von dem Immunprozess auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die mitochondriale Neubildung anregen und auch die beschädigten Mitochondrien zur Mitophagie hin anregen, wenn ich dann die Mikronährstoffe, die fehlen, auch entsprechend anbiete und auch mir natürlich Gedanken um den Darm mache, denn die Wurzel der Pflanze Mensch und dort gebildete Zytokine oder auch Lipopolysaccharide oder Durchlässigkeitssyndrome führen natürlich auch zu einer gewissen Grundentzündung im Körper. Das heißt nicht ohne Grund, du bist, was du isst, und viele Dinge, die eben sehr gut darmwandpermeabel sind und die das Mikrobiom negativ beeinflussen, auch im Bereich von Konservierungsstoffen, die ja anderes Wort für Antibiotika sind, kann man sehr wohl natürlich auch so etwas durcheinander bringen. Zusätzlich weiß man, wenn man sich hoch kohlenhydratlastig ernährt, dass auch das angeborene Immunsystem für Stunden gebremst wird in seiner Aktivität. Und wenn also jemand grundsätzlich so eine Essgewohnheit hat und einen Infekt zusätzlich bekommt, dann hat er natürlich über seinen Lifestyle seine Erkrankungswahrscheinlichkeit oder den Verlauf ungünstig beeinflusst. Also schon interessant, dass nicht nur die chronische Zufuhr über Jahre dann zu Problemen führt von den Kohlenhydraten jetzt, sondern dass auch im akuten Fall das Immunsystem nicht von den Kohlenhydraten profitiert. Ja, genau. Ja, wenn man das jetzt zusammenzieht, ergeben sich daraus wahrscheinlich ja auch Ansätze, therapeutische Ansätze für diejenigen, die von so einem Long-Covid oder Post-Covid betroffen sind.
Ja, das sind natürlich jetzt Spekulationen, die nur auf der Bewertung von Grundlagenwissen eben erfolgen können. Und das hatte ich ja gerade aufgezählt. Man muss also schauen, was fehlt mir an mitochondrialen Mikronährstoffen, was ist in meinem Darm vielleicht nicht in Ordnung, wie ist der Titer der Autoimmunantikörper oder gibt es auch entsprechende Titerverschiebungen bei Epstein-Barr-Virus. Da gibt es ja auch Hinweise, dass man vermutet, dass das Covid-Virus auch alte EBV-Infekte wieder anschiebt, dass die Titer auch ansteigen. Ein bisschen schwierig direkt miteinander zu vergleichen, weil man müsste also eine Rückstellungsprobe des Erstserums haben, um das mit dem neuen Serum zu vergleichen in dem gleichen Testkit, weil man nur dadurch wirklich absolut vergleichbare Werte auch bekommt. Das wird bisher so nicht gehandhabt, vielleicht im Forschungsbereich, aber nicht Standard. Das müsste man vielleicht mal etablieren. Oder wir müssten es, oder ich müsste es bei mir überlegen zu etablieren, dass man das dann irgendwo bei minus 80 Grad oder so einfriert, das Serum, und dann zurückstellt, wenn man sagt, okay, wir wollen das jetzt aber in 6, 8 Wochen oder in einem Jahr nochmal neu kontrollieren, dass man also für Epstein-Barr, für Herpes simplex Virus 6 und eben auch vielleicht für diese Autoantikörper, die ja nur bei Berlin-Cures momentan zu bekommen sind und auch nur für diese ausgewählte Gruppe, sich anschaut. Ja, und dann natürlich die Mitochondrienparameter direkt, nicht? Und auch natürlich Zytokinstatus, also wie viel proinflammatorische Botenstoffe sind eigentlich vielleicht wirklich gerade unterwegs und wie kann ich die beeinflussen durch meine Therapie, denn der Patient wird ja nicht von jetzt auf gleich gut werden, sondern es sind ja sehr schleichende Prozesse und insofern brauche ich ja irgendetwas, um zu bestätigen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich die Therapie verändern muss. Und da stehen mir natürlich diese Zytokinparameter und auch diese mitochondrialen Funktionsparameter sehr schnell zur Verfügung, weil ich dann wirklich sehen kann, wie die Energiebereitstellung ermöglicht wird oder wo vielleicht Einflüsse durch Entzündung immer noch da sind. Wenn man an Immunsystem oder stärkendes Immunsystem denkt, wird ja regelmäßig eigentlich auch der Sport genannt. Aber da gibt es ja doch wohl Vorbehalte. Infekt und Sport sind nicht so gut miteinander. Genau, also der Sport ist an sich gut, weil er natürlich auch trainiert, weil er auch am Anfang vielleicht sogar CRP-Werte erzeugen kann, weil es auch einen Reiz gibt, wie so ein Stimulus auch bei der Oxygenierung oder bei anderen Dingen, Sauna oder Kältebad oder was man alles so machen kann, Intervallfasten. Aber man kann auch hier natürlich die Grenzen überschreiten. Und vor allen Dingen, wenn man kalte Luft einatmet und tüchtig außer Atem kommt, dann kann man natürlich den Krankheitserregern Tür und Tor öffnen, weil das Immunsystem dann über die Kälte dort auch gehemmt ist. Und wenn ich bereits im Long-Covid drin bin, dann ist es ja in der Regel wie beim chronischen Fatigue-Syndrom oder bei der myalgischen Enzephalitis, dass ich zwar tagesaktuell Leistung abrufen kann, dass ich aber eine extrem lange Zeit der Erholung habe. Und der Dr. Prusti hat das ja auch sehr, sehr schön gezeigt mit den Autoantikörpern, dass er eben von CFS-Patienten, die diese Autoantikörper hatten, deren Serum auf sehr gesunde Mitochondrien inkubiert hat und hat die also Fluoreszenz markiert und konnte sehen, dass nach 24 bis 48 Stunden dann diese Tunnelproteine für das Netzwerk der Mitochondrien fragmentiert wurden und damit der Kommunikationsweg der Mitochondrien untereinander unterbrochen war. Und das passt auch dann eindeutig zu den geschilderten Symptomen dieser Patienten. Und somit kann man das, was eben sehr viele da will einer eine AU, da will einer einen Krankheitsgewinn, da sind alle Laborwerte normal, der bildet sich das nur ein, das ist eine psychosomatische Geschichte, das ist ein posttraumatisches Distress-Syndrom oder irgendwie sowas. Doch ein bisschen besser objektivieren und das ist bei dem bioenergetischen Gesundheitsindex der Mitochondrien aus den Thrombozyten oder aus den PBMC natürlich genauso oder wenn es um die Immunabwehr geht, der Viren der CD8-Zellen sich anzuschauen und damit kann man diese Dinge, auch wenn sie noch nicht allgemein verstanden werden, weil das eben doch von einer sehr kleinen Gruppe von Medizinern und vor allen Dingen natürlich auch Immunologen eigentlich betrachtet wird und noch gar nicht Standard in der medizinischen Anwendung ist, aber zu objektivieren und zu sehen und eben damit, von dieser, der will nicht oder die will nicht oder psychosomatische Ecke rauszuholen. Ja, wobei der Körper natürlich recht hat, dass er dann nach Ruhe verlangt, weil wenn ich dann dagegen gehe und trotzdem in
überrenne sozusagen oder glaube, ich tue mir was Gutes, dann kann der Infekt eventuell noch hochgepustet werden. Ne? Richtig, oder es ist eben so, die restlichen Mitochondrien gehen dann wirklich total kaputt, weil dann ein oxidativer Stress erzeugt wird, der aufgrund des Mindsets erzwungen wird und dann wird etwas, was gerade noch funktionierte, dann tatsächlich zerbrochen. Deswegen haben die meisten Menschen vorher auch schon in Teilen solche Symptome gehabt, konnten sich aber immer erholen und hatten aber schon eine erhebliche Schieflage oder Kränkung ihres Schiffs. Und jetzt ist sozusagen durch den Infekt, und das ist in der Anamnese dieser Patienten eigentlich übereinstimmend so, dass meistens ein schwerer Virusinfekt dabei war. Manchmal gibt es auch ein psychologisches Trauma, aber meistens ist es ein infektiologisches Trauma, was dann dazu geführt hat, dass anschließend diese Erschöpfung bestand. Auch so Amalgamsanierungen führen manchmal dazu, ne? Bis ein Tag vor der Amalgamsanierung alles gut, danach auch noch 4 Wochen später plötzlich bricht es ein, wo kein Mensch mehr an dieses Thema denkt. Und wenn man dann im Blut nach Quecksilber sucht, findet man die auch nicht. Die sind längst in irgendwelche Zellen abgehauen. Und insofern arbeiten wir auch hier, wenn mit Kofferdamm oder so und Absaugen und Goldmaske und dergleichen gearbeitet wird, trotzdem mit einer begleitenden Chelierung und sehen in den Ausleitungswerten trotz allem oft noch deutlich Quecksilber im Urin, erfreulicherweise oft nicht mehr im Stuhl. Es wird also wirklich nicht geschluckt, sondern scheint also immer noch dann auch über die Atemwege aufgenommen worden zu sein. Ja, dann bleibt noch eigentlich ein aktuelles Thema. Gibt es Neues zu Covid-19 und Schwangerschaft? Neues meines Erachtens nicht so richtig. Also es gibt Studien, die eben nachweisen wollen, dass die Impfung der Schwangerschaft nicht schadet. Und es gibt da auch Studien, die zeigen, dass in bestimmten, ich glaube im 2. und 3. Trimester verglichen, zwar in der Summe die Anzahl Placebo oder nicht Placebo gleich ist, aber in einem bestimmten Zeitfenster ist die Abortrate auch nach Impfung durchaus etwas erhöht. Und zu den Fragen ja immer, können Sie mir einen Attest ausstellen, dass ich nicht geimpft werden darf oder dass ich kostenlose Bürgertests bekommen darf, kann. Also bei dem Bürgertest ist es ja so, das gilt nur für die, die an einer Covid-Studie teilnehmen. Das gilt für die, die weniger als 3 Monate älter als 12 Jahre sind. Und es gilt für die, die weniger als 3 Monate schwanger sind. Also scheint das erste Triminon noch so ein Ausschlusskriterium zu sein. Potenziell schwanger ist natürlich auch so eine Geschichte. Wer also nicht verhütet, ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, ist ja theoretisch immer schwanger, weiß es nur nicht so ganz genau, ist dabei zu überlegen. Und mehr ist eigentlich momentan dazu nicht zu hören. Also müssen wir da noch weiter warten auf die ja sicherlich dann kommenden Auswertungen der Studien, die laufen. Ja. Es ist ja jetzt noch im Umlauf, dass die Phase 3-Studie zu Novavax jetzt veröffentlicht wurde, im Preview. Da geht es ja darum, dass die proteinbasierten Spike-Proteine, die auf Insektenzellen gezüchtet wurden und dann extrahiert wurden, mit einem Adjuvanzversehen verimpft werden. Und da hat man 29.000 paar zerquetschte, knapp unter 30.000 Menschen in der Studie gehabt. Und 9.600 ein paar zerquetschte waren Placebo und die anderen waren mit dem Verum geimpft worden. 2-mal muss geimpft werden. Und 77 Krankheitsfälle sind in der Zeit aufgetreten, von denen 14 in der Verum-Gruppe waren, sodass man davon ableitet, dass die Impfung hier einen gewissen Infektionsschutz auch hat. Es gab Nebenwirkungen nach der 2. Impfung mehr als nach der 1. Grundsätzlich aber auch deutlich in der Placebo-Gruppe, erstaunlicherweise in der Beschreibung die schweren Adverse Events in der Placebo-Gruppe. Dann muss man natürlich mal herausfinden, wie kann das sein? Ist in der Placebo-Gruppe vielleicht das Adjuvans getestet worden, nur das Spike-Protein nicht drin gewesen? Da muss man die Studie nochmal ganz genau lesen. Das habe ich jetzt so in der Kürze der Zeit nicht rauslesen können. Es ist aber schon so, dass angestrebt wird, das für das erste Quartal 2022 in den Markt zu bringen. Okay. Ja, damit wären wir, glaube ich, mit den aktuellen Fragen soweit durch. Ich kann noch eine Perspektive eröffnen oder eine Einladung aussprechen. Und zwar, wer sich über die internationalen Standpunkte interessieren möchte, das heißt, was in anderen Ländern passiert. Wir werden Anfang
November, vom 6. November an, für 14 Tage lang die neuesten Ergebnisse aus aller Welt zusammentragen und dann im Internet anbieten. Kann sich also jeder einloggen. Das Ticket kostet 50 Euro für diese 14 Tage und es ist niemand gezwungen, den ganzen Tag das anzuschauen, sondern man kann in diesem Verzeichnis nachschauen, welchen Vortrag man wann anschauen will. Sie finden das auf der Webseite von der Akademie, den entsprechenden Link, aber natürlich auch hier dann unter dem Video, wenn wir es entsprechend ausstrahlen. Also herzliche Einladung, international nachzuschauen, denn ich habe den Eindruck, dass wir ab und zu zumindest etwas unterbelichtet sind, was die internationalen Informationen angeht in dieser Richtung. Und da wäre es gut, sich mal selber Informationen zu beschaffen, damit man das vergleichen kann mit dem, was in Deutschland passiert. Wissen ist Macht, ich weiß nichts, macht nichts. Ja, ich weiß, Sie machen das. Ja, das ist gut. Ja, dann sind wir soweit wieder durch. Ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und auch da in Aussicht stellen, dass es nicht das letzte Gespräch war. Vielen Dank für die Einladung, bin gern wieder dabei. Danke sehr.